Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen Folge meiner veganen Videos. Diejenigen, die meine Videos immer verfolgen, wissen, wie begeistert ich von meinem Cashew-Dip bin. Den werde ich heute wieder benutzen, und zwar für den Wunderlauch. Denn der Wunderlauch schmeckt genauso lecker wie der Bärlauch und hat ähnliche gesundheitliche Eigenschaften. Das Tolle ist, man findet ihn jetzt in den Wäldern, genau wie den Bärlauch, und diejenigen, die eben keinen Bärlauch in ihrer Nähe haben, können dafür den Wunderlauch benutzen, falls sie den in ihren Wäldern finden sollten. Er ist das erste gesunde Kraut, was man jetzt in den Wäldern findet, im Frühling nach dem langen Winter. Man riecht ihn schon von weitem, weil er eben wie der Bärlauch nach Knoblauch duftet. Er kann eben auch wie Bärlauch verwendet werden. Er riecht und schmeckt nach Schnitt oder Knoblauch und ist wie der Bärlauch auch essbar. Allerdings schmeckt er etwas milder. Man könnte aus ihm ein leckeres Pesto herstellen. Das Video dazu hatte ich schon mal hochgeladen. Das verlinke ich euch hier oben nochmal. Davon abgesehen könnte man noch viele andere leckere Gerichte damit herstellen. Zum Beispiel ein Wunderlauchöl oder auch Wunderlauch-Kräuterbutter, Wunderlauch-Frischkäse und so weiter. Dazu hatte ich auch schon mal ein altes Video hergestellt. Das könnte ich euch hier oben auch nochmal verlinken. Hier sehen wir meine anderen Wildkräuter, die ich jetzt wieder anfange zu sammeln. Und hier ist der herrliche Wunderlauch, aus dem wir in diesem Video den leckeren veganen Cashew-Wunderlauch-Dip herstellen. Dazu weichen wir 400 Gramm Cashewnüsse über Nacht in Wasser ein und spülen sie dann am nächsten Morgen gründlich in einem Sieb durch. Dann pressen wir den Saft einer ganzen Bio-Zitrone, also einer großen Bio-Zitrone. Man könnte aber auch 2 kleine verwenden. Dann kommen 4 bis 5 Knoblauchzehen in den Mixer und erstmal nur die Hälfte der Cashewkerne, also 200 Gramm. Weil mein Mixer so klein ist, stelle ich den Cashew-Dip jetzt in 2 Etappen her. 200 Gramm Cashewkernen kommen 1 Teelöffel Himalaya-Salz hinzu und dann eben den Saft erstmal der einen halben Zitrone und dann etwa 50 Milliliter von meinem dampfdestillierten Wasser. Damit ist die Grundlage des Cashew-Dips schon hergestellt und jetzt wird das Ganze mit dem Stampfer hier zu einem feinen Mousse püriert und so sieht das Ergebnis aus. Und jetzt stellen wir nochmal die zweite Hälfte her, auch nochmal mit ein paar Knoblauchzehen hinzu und der restlichen Hälfte des Zitronensaftes. Und dann könnte man anstelle des Himalaya-Salzes einfach die Himalaya-Salzsohle hinzugeben. Dann müsste man nämlich kein Wasser hinzugeben und auch kein Himalaya-Salz. Mein altes Video zur Natursalzsohle, das werde ich euch hier oben nochmal verlinken. Denn mit der Natursalzsohle gewürzt werden die Speisen sehr viel gesünder. Und jetzt bleibt uns nur noch diesen gesunden, leckeren Bärlauch in ganz kleine Stückchen zu schneiden. Je kleiner, umso besser. Einen Mixer würde ich nicht dafür verwenden, weil dadurch Oxidation entstehen würde. Jetzt geben wir zu diesem leckeren 400 Gramm Cashew-Dip eine ordentliche Menge klein geschnittenen Wunderlauch hinzu. Ich habe jetzt erstmal eine Portion hinzugegeben und alles vermischt. Und danach habe ich dann nochmal die gleiche Portion auch wieder hinzugegeben. Es sollte schon ordentlich viel sein, damit man wirklich was schmeckt davon und damit es auch lecker aussieht. Deshalb hier nochmal eine ganze Portion von diesem klein geschnibbelten Wunderlauch. Wie viel genau das ist von dem Wunderlauch, kann ich euch leider nicht sagen. Das müsst ihr einfach ausprobieren, denn ich hatte das jetzt nicht gewogen. Aber das kann jeder dann einfach handhaben nach eigenem Geschmack und eigener Präferenz. Ja, und damit ist dieser köstliche und überaus gesunde Cashew-Dip mit Wunderlauch auch schon fertig und könnte jetzt vielseitig eingesetzt werden. Entweder als Brotaufstrich oder als Dip für rohes oder fermentiertes Gemüse oder als Aufstrich von meinen veganen, ketogenen Wraps. Ein Video dazu verlinke ich euch auch nochmal hier oben. Oder als Beilage zu diversen Gerichten. Der Wunderlauch wirkt roh oder verarbeitet gegessen heilsam auf den Magen-Darm-Trakt, denn die Schwefelverbindung Allicin tötet krankhafte Darmpilze ab. Und da der Wunderlauch ähnliche heilsame Eigenschaften wie der Bärlauch aufweist, enthält er nicht nur sehr viel Vitamin C, sondern auch sekundäre Pflanzenstoffe. So weist er wie der Knoblauch einen hohen Schwefelgehalt auf. Schwefel wirkt entgiftend, ist am Aufbau vieler Proteine und Enzyme beteiligt und sorgt für bewegliche Gelenke, da er entzündungshemmend und abschwellend wirkt, sowie zeitgleich weiteren Knorpelabbau verhindert. Aber auch für die Insulinproduktion und ein funktionstüchtiges Immunsystem wird Schwefel benötigt. Das Allicin im Wunderlauch ist vor allem für seine keimtötende und antibakterielle Wirkung bekannt. Es gilt als natürliches Antibiotikum und wirkt gegen ein breites Spektrum an Krankheitserregern wie etwa Bakterien und Pilze. Darüber hinaus reguliert es zu hohe Cholesterinwerte und ist ein bewährtes Mittel gegen Arteriosklerose, weshalb es Herzinfarkte und Schlaganfälle vorzubeugen hilft.
aber auch gegen verschiedene Krebszellen ist Allicin wirksam. Besonders in der Zeit vor der Blüte ist der Schwefelgehalt im Wunderlauch am höchsten, darum sollte man ihn am besten sammeln, bevor er aufblüht. Also jetzt so bald wie möglich. Ja, damit ist das Video beendet. Wenn es euch von Nutzen war und gefallen hat, dann gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben und zeigt dieses Video euren Freunden und Bekannten. Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam Alaikum, eure Maria.